Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich dir ein Rezept für Medenjaci, das sind super leckere Honigkekse. Für den Teig nehme ich 100 Gramm Honig, den fülle ich schon mal in einen kleinen Topf und gebe noch 50 Gramm Butter hinzu. Den Honig und die Butter erwärme ich bei mittlerer Hitzezufuhr, bis die Butter geschmolzen und eine homogene Masse entstanden ist. Anschließend lasse ich die Mischung ein paar Minuten abkühlen. Als nächstes gebe ich 250 Gramm Mehl, 50 Gramm Puderzucker, 1 Teelöffel Backpulver, den Abrieb einer Zitrone und eine Prise Salz in die Rührschüssel und mische die Zutaten gut durch. Jetzt trenne ich 2 mittelgroße Eier und gebe die Eigelbe in die Rührschüssel mit der Mehlmischung. Von den Eiweißen friere ich eins ein und das andere bewahre ich für die Glasur auf. Zum Schluss gebe ich noch ein ganzes Ei in die Rührschüssel, füge die Honigmischung hinzu und rühre den Teig gründlich durch. Der Teig ist jetzt noch relativ weich, aber nach einer Kühlzeit von etwa einer Stunde wird er deutlich fester. Zum Portionieren des Teiges nehme ich hier einen Messlöffel. Du kannst den Teig aber auch zu einer Rolle formen und in gleich große Stücke teilen. Da der Teig etwas klebrig ist, benetze ich den Messlöffel dünn mit Öl und steche damit knapp 40 Portionen ab. Nun benetze ich meine Handflächen mit Öl, forme die Portionen zu Kugeln und setze sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Den Backofen heize ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Da die Kekse in der Mitte sehr hoch aufgehen, drücke ich die Teigkugeln etwas flach und schiebe sie in den vorgeheizten Backofen. Ich habe die Kekse hier 15 Minuten gebacken, grundsätzlich reicht aber eine Backzeit von 9 bis 10 Minuten völlig aus. Nach dem Backen lasse ich die Kekse auf dem Backblech abkühlen und bereite ein Royal Icing vor. Für die Eiweißglasur schlage ich zunächst ein Eiweiß mit einer Prise Salz steif. Dann gebe ich 200 Gramm Puderzucker hinzu und rühre es unter, bis eine glatte Masse entsteht. Da die Masse jetzt noch zu fest zum Auftragen ist, verdünne ich sie nach und nach mit 1 bis 2 Teelöffeln Zitronensaft, bis sie eine streichfähige und fließende Konsistenz hat. Um sicherzugehen, dass die Glasur nicht zu flüssig wird, solltest du nicht zu viel Flüssigkeit auf einmal zugeben, sondern nur 1 bis 2 Teelöffel auf einmal und zwischendurch immer wieder umrühren. Insgesamt habe ich hier 5 Teelöffel Zitronensaft gebraucht.
Die fertige Glasur habe ich zuerst mit der Rückseite eines Teelöffels aufgetragen, allerdings war mir das dann doch etwas zu umständlich. Einfacher geht es, wenn du den Keks mit der Unterseite auf eine Gabel steckst und ihn in die Glasur tauchst. Bevor die Glasur trocken wird, bestreue ich sie noch mit gehackten Pistazienstücken und etwas Zitronenabrieb. Luftdicht aufbewahrt halten sich diese Kekse 2 bis 3 Wochen und schmecken wie am ersten Tag. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Nachbacken und freue mich schon auf deinen Kommentar. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!